Interview mit Herrn Ram Kulkarni. Herr Ram Kulkarni ist eine tragende Säule des Sprachenatelier Language Studio. Er bringt 10 Jahre Lehrerfahrung an diesem Institut mit und ist ein absoluter Expert für die Curriculumsentwicklung und die intensive Vorbereitung auf akademische Prüfungen wie den TESTAF. Hallo, Herr Kulkarni. Erst einmal ein riesiges Dankeschön. Sie sind nun seit 10 Jahren eine tragende Säule im Team unseres Sprachenatelier Language Studio. Für meine aktuelle DLL-Reflexion zu Modul 4 könnte ich mir kein besserer Gesprächspartner wünschen. Lassen Sie uns direkt über das Herzstück unserer Arbeit sprechen. Wie unterscheiden Sie ganz praktisch zwischen Übungen und Aufgaben und wie definieren Sie die Zielaufgabe im Kontext unserer Institutstradition, Herr Kulkarni? Hallo, Ujjwal. Also danke für die lieben Worte. Ja, 10 Jahre im Sprachenatelier prägen den Blick auf die Didaktik ungemein. Lassen Sie es mich so ausdrücken. Für mich sind Übungen das sprachliche Fundament. Sie sind stark gelenkt, formfokussiert und haben meist nur eine richtige Lösung. Wie das Einschleifen der Nebensatzstruktur mit weil oder obwohl. Eine Aufgabe hingegen verlangt echte Kommunikation und Bedeutungshandlung. Die Zielaufgabe schließlich ist die Krönung. Sie simuliert ein reales, vorhersehbares sprachliches Problem aus der Lebenswelt der Lernenden außerhalb des Klassenzimmers. Bei uns im Studio gilt das Prinzip, eine echte Zielaufgabe muss immer in ein sichtbares, überprüfbares Endprodukt münden. Das bringt uns direkt zu den übergeordneten Lehrprinzipien des Sprachenatelier Language Studio. Wenn Sie an unsere Philosophie denken, wie spiegelt sich diese in der Auswahl solcher Aufgaben wider? Unser wichtigstes Lernprinzip in Sprachenatelier ist die radikale Handlungsorientierung und Lernautonomie. Wir unterrichten keine Grammatikregeln um der Regeln willen. Sprache ist für uns ein Werkzeug und zur Bewältigung des echten Lebens. Ein weiteres Kernprinzip ist das kontinuierliche Scaffolding. Wir werfen niemandem ins kalte Wasser. Jede freie Aufgabe wird durch präzise, formhafte Sprachbausteine gestützt, die wir im Unterricht systematischen aufbauen. Das gibt den Lernenden die psychologische Sicherheit, sich auch an der komplexen Sprachakte heranzuwagen. Ja, ich stimme Ihnen zu. Psychologische Sicherheit, sich auch an komplexe Sprechakte herauszuwagen, ist unser Prinzip, ein wichtiges Prinzip. Also, wir haben im Laufe der Jahre im Studio ja auch eigene spezifische Methoden entwickelt. Welche davon setzen Sie besonders erfolgreich ein, um die Lernenden auf ihre Zielaufgaben vorzubereiten? Eine unserer erfolgreichsten Eigenentwicklungen im Studio ist das rhythmische Chunk Mapping. Dabei lernen die Studierenden Vokabeln und Strukturen nicht isoliert, sondern als melodische, fest verankerte Phrasen, die mit spezifischen Sprachsignalen verknüpft sind. Eine weitere Methode, die wir perfektioniert haben, ist das simulierte Zielszenario mit integrierter Informationslücke.
In einer meiner letzten Stunden zum Thema Wohnen und Leben in Deutschland sah das konkret so aus. Die Studierenden standen vor der existenziellen Zielaufgabe. Führen Sie ein simuliertes Telefonat mit einem deutschen Vermieter, um einen Besichtigungstermin für ein WG-Zimmer zu vereinbaren und drei kritische Fragen zu stellen. Aha, wunderbar. Einen Besichtigungstermin zu vereinbaren. Ein fantastisches, lebensnahes Szenario, Herr Kulkarni. Wie sah hierbei die methodische Kette der Übungen und Voraufgaben aus, die Sie mit der Gruppe durchlaufen haben? Wir haben uns streng von der Bausteinen zum freien Handeln vorgearbeitet. Erstens Wortschatz und Kognition, ein systematisches Matching-Spiel, um die typischen kryptischen Abkürzungen in deutschen Wohnungsanzeigen fehlerfrei zu entschlüsseln. Zum Beispiel 3CKDB, WFL, NK und so weiter. Zweitens Phonetic and Chunks. Hier kam rhythmisches Chunk Mapping zum Einsatz. Wir haben die richtige äh, Satzintonation bei höflichen Fragen trainiert, damit die Lernenden am Telefon kompetent und freundlich klingen. Und letztens Teilaufgabe, eine kooperative Partnerarbeit. Partner A hatte die Wohnungsanzeige, Partner B ein fixes Budget und Suchkriterien. Sie mussten rein auf Deutsch verhandeln, ob die Wohnung überhaupt in Frage kommt. Erst nach diesen Schritten waren sie bereit für das finale aufgezeichnete Telefongespräch als Zielaufgabe. Ein wunderbares Beispiel für ein didaktisches Gerüst. Lassen Sie uns über die Resultate sprechen, Herr Kulkarni. Wie erfolgreich profitieren unsere Studentinnen und Studenten von diesen Methoden des Sprachenatelier Language Studio? Die Erfolge sind messbar und für uns alle die größte Motivation. Durch diesen konsequenten Fokus auf Zielaufgaben und Chunks verzeichnen wir eine extrem hohe Erfolgsquote, besonders bei den akademischen Prüfungen wie den Testaf. Unsere Absolventen fallen in Deutschland sofort dadurch aus, dass sie eben nicht wie ein Lehrbuch sprechen, sondern in der Lage sind, flüssig und flexibel am gesellschaftlichen und akademischen Leben teilzunehmen. Sie schreiben mir oft Monate später aus Städten wie Stuttgart oder Aachen und berichten, dass genau diese Telefon- und E-Mail-Simulationen ihren den Start in Deutschland gerettet haben. Die Studierenden gewinnen dadurch ein immensen sprachlichen Selbstvertrauen. Sie wissen, dass sie den Alltag in Deutschland tatsächlich bewältigen können. Ja, ich stimme Ihnen wirklich zu. Diesmal auch unsere koreanischen Studenten haben in der Stafprüfung 20 von 20 Krediten bekommen. Wir sind wirklich stolz auf Sie. Also, lieber Herr Kulkarni, dieses leidenschaftliche Plädoyer zeigt genau, warum Sie seit 10 Jahren unser Studio so bereichern. Vielen schönen Dank für diese tiefen Einblicke in Ihre Praxis. Ebenso, Ujjwal.